Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit der Carlo Album-EP-Reaction. Hier steht Album, für mich ist es eine EP, weil es sind nur 8 Songs. Wie das nachher gehandhabt wird, warum und ab wann man Album sagen kann, keine Ahnung. Für mich ist es aber erst so ab 12, 13 Songs ist es erst für mich ein Album. Deswegen ist es eine EP-Reaction, meiner Meinung nach. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Carlo sowieso immer diepe Texte, bin ich sehr gespannt, was der Mann hier rausgehauen hat. Carlitos Way heißt das ganze Ding. Hört sich auf jeden Fall schon deep an. Sieht genauso, oder man sieht es auch an dem Cover. Finde ich, sieht schon sehr aus, als wenn der Mann da wieder Real Talk spricht. Ja. 8 Songs, wie gesagt. Das Interlude, Carlitos Way, Changes Sie. Würde ich ja sagen, Sie. Keine Ahnung, wie man das so spricht. MMM. Die nie leicht, lass es lieber sein und unnormal. Also wirklich 8 neue Songs. Ist schon sehr geil, find ich sowieso viel, viel besser, wenn du wirklich ein EP oder ein Album bringst, wo alles neu ist, wo einfach jeder auf Null ist, sag ich mal. Ist schon sehr cool. Wir haben auch ein paar Videos, ziehen wir uns natürlich auch rein. Das wird immer so ein kleiner Wechsel sein zwischen Spotify, wie wir es jetzt haben, und halt den Videos. Ich hoffe, ich kriege das auch alles irgendwie vernünftig hin hier. Und ja, gehen wir direkt rein in das Interlude. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir sogar hier ein Video. Und damit starten wir. Let's go. It's a funny thing. This guy, this counselor at Lewisburg, Mr. Seawall, once said to me, he said, Charlie, you run out of steam. You can't sprint all the way. You gotta stop sometime. You can't buck it forever. Catches up to you. It gets you. You don't get reformed. You just run out of wind. Finde ich geil. Sowas als Interlude, gerade wenn du weißt, okay, es wird jetzt gleich deep, es geht viel um Feelings und ne, also dieses Ernstere, finde ich sowas immer extrem geil. Gerade Interludes, gerade in der Rap-Szene natürlich 10 von 10. Und gerade auch so, wie es jetzt da gemacht wurde, ne, mit Carlo. Carlo sitzt da, ein Kaffee oder Espresso oder wie man das auch immer schimpft, am Durchrühren, alles so auf trocken, locker, auch so ein bisschen düster alles. Finde ich schon sehr gut gemacht. Keiner sehen, führe Kriege in meinem Kopf, vor mir ein weiter Weg. Ganz alleine lass es mich aus meiner Sicht erzählen. Hab das Ziel vor den Augen, das ist Carlitos Way. Oh, schön. Schön mit der Geige. Sehr, sehr schön. Ist geil. Also, feier ich. Ne, es ist schön deep, es ist kurz, so wie ein Interlude auch sein sollte. Schön kurz, zeigt, du weißt, was gleich auf dich zukommt. Wie gesagt, ne, dieses Düstere, aber auch durch dieses Video wieder. Und da muss man ja wirklich sagen, da hat Carlo sich halt wirklich immer die Besten rausgesucht. Oder ich glaube sogar, es ist immer der gleiche. Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. Wird aber nachher nochmal auftauchen, das weiß ich. Videos sind immer crazy. Geiler Schnitt, geil halt mit dem Sound gearbeitet. Deswegen mega geil. Und halt auch, was ich halt auch so geil finde, gerade auch, ne, weil wir in so einer Zeit leben, wo alle also ein bisschen mehr wieder auf sich achten, so, ey, ich will meinen Weg gehen und ne, so dieses Mindset-Ding haben, finde ich halt sowas immer sehr, sehr geil und ansprechend. Wenn du dich natürlich für sowas interessierst, das ist natürlich auch sowas anderes. Aber auch gleichzeitig so dieses, ey, du musst aber auch mal stoppen, du musst auch mal einmal Luft holen, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, damit du 20 Schritte nach vorn gehen kannst. Finde ich halt geil, ne? Das wurde ja so am Anfang so ähnlich gesagt. Finde ich mega geil. Deswegen sehr, 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 sehr starker Anfang. Also Real Talk, sehr starker Anfang. Dann
Wie mache ich das denn jetzt am besten hier? Es ist halt ein bisschen schwierig, weil ich immer hin und her springe. Oder hin und her springen muss. Habe ich mir aber auch selber so ausgesucht, bin ich ganz ehrlich. Deswegen verzeiht es mir, wenn mal ein bisschen länger dauert und ich hier ein bisschen herumquatsche. Aber das ist halt so. Oh, ich sehe es gerade. Warte mal. Wir haben Changes. Changes ist ja gar nicht so neu. Ah, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Okay, gut. Aber jetzt gehen wir rein in den nächsten Song. Carlitos Way. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, meiner Meinung nach, wenn du einen Song hast, der genauso heißt wie deine EP oder Album. Finde ich immer irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen schade. Weil ich finde so, dein Album soll halt so alles repräsentieren und dann diese Songs, die halt so ihren Eigennamen haben. Ist mein Empfinden. Gut, das dazu. Wir gehen rein. Carlitos Way. Let's. Geiler Beat schon wieder. Yeah, geh zurück, ich fang von Anfang an. 8. Klasse, Seitenscheitel, Poloshirts und Undercut. Ich war nicht der Typ, von dem man dachte, dass er anders war. Schrieb Zeilen wie ein Tageblatt, die Mathe-Noten mangelhaft. Im Jugendalter pleite, in der Schule war ich scheiße. Große Fresse gegen Lehrer, sag, was juckt mich seine Meinung. Meine Eltern waren verzweifelt, Stress daheim, ich war alleine. Kommt das Jugendamt, dann weiß ich ab, jetzt muss ich mich beweisen, ja. Es war nie einfach für mich, aber heute weiß ich, was ich kann. Ich ging alleine durch das Drama. Wollte eigentlich nie zurück, doch weiß, es wird nie mehr wie damals. Shit, ich glaub, das ist mein Karma. Yeah. Boah. Ist schon deep, aber auch geil, ne? Also bei Carlo ist es ja sowieso immer geil. Er erzählt so eine Geschichte. In jedem seiner Songs. Und gerade auch jetzt so, ne? Du hast Carlitos Way, so seine erste EP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann direkt so Carlitos Way. So, wie hat's angefangen? So, war dieser Draufgänger von damals, so, der einen Fick gegeben hat auf alles, also auf Schultechnisches, so, sein Ding halt durchziehen wollte. So halt dieses Klassische, ne? Wahrscheinlich mit irgendwelchen Leuten oft angeeckt und sowas. Natürlich kann das oft dahin führen, dass du halt, so wie Carlo, ne, einfach deinen Weg halt wirklich durchgehst und halt dich durchboxst. Und irgendwann wahrscheinlich realisierst, ey, du musst trotzdem Respekt vor gefühlt jedem, oder ne, Respekt vor den Menschen haben und kommst halt weiter, wenn du nicht jedes Mal aneckst, so. Haben auch nicht alle, so, ne, nicht jeder, der in der Schule da der größte ich gebe einen Fick auf alles Typ ist, wird auch am Ende erfolgreich, ne, ich glaube, das muss ich hier nicht klarstellen. Aber es ist halt nochmal, finde ich, so ein krasser Weckruf, gerade für die Leute, die halt so dieses Mindset haben. Also ich hatte das nie, bin ich ganz ehrlich. Aber die dieses Mindset haben, einfach so, ey, geh deinen Weg, das ist schon richtig. Aber es ist ja auch gleichzeitig, wie Carlo sagt, du musst aber auch sehen, dass du dich änderst. Du musst aber auch sehen, dass du halt dich veränderst. Die Leute, klar, es gibt genug Menschen auf der Welt, die dich abfacken wollen, die Steine im Weg legen wollen. Scheiß auf die und mach einfach dein Ding. Boom. Deswegen, das finde ich schon, ist schon wieder, ne, direkter Real Talk. Das ist halt so dieses Geile an Carlo, dass ich da einfach so nicht relaten kann, weil wie gesagt, ich war nicht so der Typ, ich war eher so der Kerl, ne, der gefühlt mit jedem irgendwie klarkam und befreundet war und so, ne, ich habe einfach anscheinend eine Art an mir, dass ich gefühlt mit jedem klarkomme, so. Aber deshalb ist es nicht relaten, aber verstehen. Ich glaube, das trifft es eher. Das ist mein Weg, aber vielleicht will ich einfach nur zurück, drück auf Rewind. Meine Füße schwer, als wenn sie aus Blei. Und die Sohlen sind am Brennen, sag mir wie weit. Das ist mein Weg, aber vielleicht Crazy gesungen. zurück, drück auf Rewind. Meine Füße schwer, als wenn sie aus Blei. Und die Sohlen sind am Brennen, sag mir wie weit. Yeah, kann mich noch
noch gut daran erinnern. Sperr mich ein in meinem Zimmer, werf einen Blick auf alte Bilder. Stand vom Mikrofon im Keller und meine Hände waren am Zittern. Kleiner Junge, große Träume, doch im Kopf herrscht nur Gewitter. Schreit die Seele in das Mic, wenn ich mal wieder in der Krise steck. Bring Feier in die Booth und dafür brauche ich auch kein DJ Max. So Frieden oder Liebe ist der Mann in diesem Spiegel echt. Wär alles so geblieben, vor Musik hätte ich mich nie entdeckt. Das war nie einfach für mich. Ja, wie gesagt, das ist halt so, aber auch das, also an dem Song auf jeden Fall, ne, dieser krasse Beat da, ich finde, der gibt dann nochmal so eine Stärke rein in diese Lines. Es war nie einfach für mich, aber heute weiß ich, was ich kann. Ich ging alleine durch das Drama. Wollte eigentlich nie zurück, doch weiß, es wird nie mehr wie damals. Shit, ich glaub, das ist mein Karma. Yeah. Das ist mein Weg, aber vielleicht will ich einfach nur zurück, drück auf Rewind. Geil. Und es ist so schwer, als wenn sie aus Blut. Und die Sonne sind am Brennen, sag mir wie weit. Sehr, sehr starke Hook, ey. Das ist halt, ne, dieses Ding bei mir. Ich bin halt mehr dieser Hook-Mensch, dieser Gesang-Mensch. Das wird sich wahrscheinlich auch durch die ganze Reaction hier ziehen, aber All the stitches in the world can't sew me together again. Hammer. Krass. Also das Ding ist wirklich krass deep. Crazy. Finde ich aber auch wirklich nochmal nach dem Interlude nochmal ein geiler, nochmal so ein geiler Einstieg, ne? Zack, du wirst wirklich abgeholt. Erster Tag. Du merkst oder lernst Carlo kennen. Ist geil gemacht. Und halt auch gleichzeitig dieser Real Talk. Das kann was, ey. Das kann was. Beat-technisch, Melodie ist schön. Ne, dieses Reale, dass du halt direkt, dass es direkt in deinen Kopf reinschießt. Gerade dann mit Carlos Stimme. Und mit seinem Real Talk. Deswegen ein sehr, sehr guter zweiter Song. Oder erster Song. Interlude. Nehmen wir jetzt mal nicht als Song mit. Aber ist geil. Changes müssen wir nicht hören. Ne? Da könnt ihr gerne auf meinen Kanal suchen. Oder einfach Carlo Changes Reaction Project P. Müsste da irgendwo was auftauchen. Hoffe ich. Hatten wir schon gehört. War auch ein verdammt geiler Track. So, dann gehen wir in sie rein. Sie war. Ne. Danach kommen die ganzen Videos. Sie, da bin ich mal gespannt. Sie. Sorry, wenn ich das hier falsch ausspreche, ne? Aber da bin ich halt gefühlt nicht drin. Okay. Ich hab nichts zu verlieren, ich hab alles schon verloren. Stiche in mein Herz, shit, ich glaub, das kommt vor. Hab versucht zu vergessen, ich wechsle den Ort. Doch dein Duft in der Luft riecht nach Christian Dior. Glaub, die Wunden werden nie ein. So wie's am Ende kam, sollte es nie sein. Hast mir jeden Tag gesagt, dass du hier bleibst. Dachtest, dass die Liebe nicht bis an das Ziel reicht. Aber viel ich bin zerrissen und leer. Jedes deiner Worte ein Stich in mein Herz. Wolltest gerade biegen, doch es lief viel verkehrt. Alles war so deutlich, doch ich hab's nie gemerkt. Nur noch rein und her. Ich bin zerrissen und leer. Jedes deiner Worte ein Stich in mein Herz. Wolltest gerade biegen, doch es lief viel verkehrt. Alles war so deutlich, doch ich hab's nie gemerkt. Nur noch rein und her. 1000 Versprechen, Wow. doch die Wahrheit. Wait. Wow. So krasser direkt Herzschmerz. Shit. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht gerechnet mit dem ersten, mit dem Anfang. Also mit dem Anfang, da hast du gedacht, okay, gut, ne, vielleicht kommt irgendwas anderes. Aber das war direkt wieder Herzschmerzen gekriegt. Ja, super, danke, Carlo. Ne, aber wirklich sehr geil. Gerade auch Lena. Sehr schöne Stimme. Kommt so geil mit Carlos Stimme. Wow. Sagst du nie, ich glaube, Gott will mich testen. Und in mir kickt das Adrenalin, zieh Maske runter, flieh wie ein Bandit. Von dem Gefühl, was mich zu dir zieht. In deiner Aura fühl ich nur Krieg. Hab's mir gewünscht, wir waren nie wie sie. Hab's gemerkt, war ein einziges Hin und Her. Finde ich geil. Voll Power reinsetzen, ganze Zeit. Ihre Stimme ist mega dafür. Ich feiere so eine Stimme und dann, wenn da Power drin ist. Kurz ausklinken lassen. Wow. Sehr schön. Und dann mit dem Beat gehen. Uns zwei
und schwach und ich hab nie wirklich nachgedacht. Viel zu viel von diesem Schmerz. Hab nur noch Risse im Herz. Und sie werden jedes Mal mehr. Ich bin zerrissen und leer. Jedes deiner Worte ein Stich in mein Herz. Wollte es gerade biegen, doch es lief viel verkehrt. Alles war so deutlich, doch ich hab's nie gemerkt. Nur noch einen und mehr. Ich bin zerrissen und leer. Jedes deiner Worte ein Stich in mein Herz. Wollte es gerade biegen, doch es lief viel verkehrt. Alles war so deutlich, doch ich hab's nie gemerkt. Nur noch einen und mehr, ja. Wow, geile, sag ich ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz geile Kombi. Du merkst, ich finde, bei Carlo merkst du auch ab und zu, was heißt ab und zu? Bin ich ganz ehrlich, das habe ich jetzt nur gesagt, damit es vielleicht nicht zu hart klingt. Aber bei Carlo merkst du halt dieses Zerrissene halt. Ja doch, dieses Zerrissene halt in seiner Stimme. Und ich finde, das musst du auch als Musiker hinkriegen. Klar, du musst es hinkriegen. Viele kriegen das auch mit ihrer normalen Stimme hin oder mit Normalgesang hin, dass sie halt dich berühren. Aber wenn du dann nochmal diese Zerrissenheit in der Stimme merkst oder auch in den Lines merkst, wie Carlo das halt macht, Hammer. Auch Lena, wow. Ne, das ist also, du sitzt hier und denkst dir, gut, mein Herz ist gerade nicht zerrissen, aber eigentlich jetzt wohl. Wow. Ey, aber ich finde die Kombi halt aus den beiden Stimmen sehr, sehr schön. Gerade weil Lena gibt halt Vollgas und Carlo macht so halt sein Ding. Und das ist halt so auch dieses Coole, ne? Du hast dann, Carlo kommt rein, dann hast du die Hook, wo du denkst, oh, okay. Dann legt Lena nochmal los und du denkst dir, okay, halt mich fest. Um dann so rauszugehen. Wow. Sehr, 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 sehr schöner Song. Sehr, sehr schöner Song, ehrlich. Auch mit dem Piano. Schöner Ausklang. Wow, ehrlich, sehr schöner Song. Hätte ich mir, ne, der Klassiker, hätte ich mir natürlich ein Video zugewünscht, weil kannst du halt sehr, sehr schön verpacken, gerade dann, ne, mit Lenas Ansicht und vielleicht Carlos Ansicht. Aber, haben wir nicht gekriegt, ist auch okay. Aber sehr, sehr schöner Song, wow. Das einzige Makro hier, warum sie? So, keine Ahnung, warum muss immer alles so abgeküsst werden. Hier, lass es lieber sein. Das sind 4 Wörter. Da hast du Stich in mein. Macht noch nicht mal Sinn. Oder Stich ins Herz. Ins Herz. Boom. Hast du 3 Wörter. Ja, ne, das ist halt wieder so mein Ding. Da finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Schmälert halt nicht, wie stark der Song ist. Wow. Boah. Aber ich sag ganz ehrlich, ne, so wie das zu droppen im März finde ich immer ein bisschen verrückt, weil so Herzschmerzmusik und sowas ist für mich Oktober. So, es wird kalt langsam und dann kommt diese Härte nochmal krasser durch. Kannst du aber auch so als Neuanfang Dinge sehen, als Mindset Reset. Kann man das eigentlich auch sehen? Krass, aber wow. Wirklich sehr, sehr stark. So. Da müsste jetzt MMM sein, richtig? Ja. Sorry, dass das hier alles so ein bisschen komisch ist, aber ich mache ja nicht mehr so viele Alben-Reactions und wenn, dann teile ich die auf, aber ich habe mir gedacht, ich will das jetzt mal so machen. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das mehr gefällt, dass ich einfach eine ganze Album-Reaction mache. Natürlich hier bei einer EP ist es nochmal einfacher, weil es nur 8 Songs sind, aber ja. So, dann kommen wir zum, was haben wir jetzt? 5. Song, MMM. Gut. Gehen wir rein. Die gute alte Kippe. Let's go. Ja, Totem Visuals. Wird wieder gutes Video. Gut.
Die Zigarette schmeckt noch immer bitter. Hab ich Schmerz auf meinem Herzen, Bro, dann lass ich es gewittern. Zwischen Fliegen oder Fallen gibt's keine goldene Mitte. Doch seid ihr sicher, wenn ich an der Spitze bin, lass ich's euch wissen. Das Gift wie Medizin und wir verschweigen Probleme. Pass auf, mit wem du dich umgibst, weil sie dich in Teile zerlegen. Auf dem Weg zum Kies verdienen geh ich die steinigen Wege. Wir sitzen nicht im Bastelkurs, aber wir teilen die Knete. Yeah. Oh. Geile Lines. Aber auch alles wieder so krass deep, ne? Gefühl könnte ich könnte nach gefühlt jeder Line irgendwas sagen, aber da denke ich mir so, ey, ich will den Song halt nicht und diesen Vibe halt nicht kaputt machen. Aber diese Tiefe bei Carlo, da muss ich auch gleich dazu sagen, ne, ich bin ja nicht mehr so in diesem Rap-Ding drin. Deswegen gibt es auch nicht so oft Reactions. Nicht mehr so in diesem Rap-Ding drin, weil ich ja diese Art nicht so mag. Aber erstens, weil Carlo mich gefragt hat, oder auch, ne, ja, gefragt hat, ob ich da vielleicht eine Reaction zumachen will, sage ich auf jeden Fall nicht nein, weil ich feier den Mann. Und gerade auch, ne, manchmal dieses Tiefe tut einem auch gut. Einfach nochmal, um selber nochmal wieder ein bisschen klarzukommen. Ne, einmal wieder durchzuatmen, nochmal wieder die Gedanken zu ordnen. Ey, vielleicht bist du jetzt gerade auf dem Zweig, der nach oben geht, aber seid ihr auch im Klaren, im Klaren, was passiert ist, was du vielleicht besser machen hättest können, was vielleicht nicht. Und wenn was ist, was du nicht besser machen könntest, scheiß drauf. So, aber ne, jedes Mal so dieses Mindset, Reset und Überdenken. Nicht zu viel, aber einfach resetten. Deswegen, da ist Carlos Mucke halt sehr geil. Yeah. Langsam fühlt sich auch der Süden. Sorry. Das ist die Sache. Hätte ich das jetzt Line für Line gemacht, wäre es genauso passiert. Scheiße. So, nochmal. Wir sitzen nicht im Bastelkurs, aber wir teilen die Knete. Yeah. Langsam fühlt sich auch der Süden wie der Nordpol an. Minusgrade, miese Lage, miserabel, voller Hass. Schlechte Noten, große Fresse, immer wortgewandt. Und gab es ein Problem, schrieb ich's auf Zettel drauf wie's Ordnungsamt. Träume, die geplatzt sind, so wie Seifenblasen. Abgeholt im Streifenwagen, Bro hat wieder 1er Ware, feinste Saße, keine Frage. Dieser Junge hier muss weiter Scheine stapeln. Manchmal fühlt sich dieses Leben an, als wenn es Geisterfahrten shit. Boah. Ich rauch ne mittelgroße Marlboro Menthol, weil innerlich ist fast schon alles tot. Ich blicke auf das Chaos, wo ich wohne, denn diese Scheiße bin ich lange schon gewohnt. Geil. Geil, gerade das hier. Denn diese Scheiße bin ich lange schon alles tot. Ich Dieses blicke Hintergrund. auf das Chaos, wo ich wohne, denn diese Scheiße bin ich lange schon gewohnt. Boah, das gibt da nochmal richtig Tiefe rein, ne? Aber geil. Mein videotechnisch war es jetzt nicht so, ne, effekttechnisch und, aber so, du hast videotechnisch wieder alles rausgeholt. Es ist einfach nur ein schwarzer Hintergrund mit so Weizenasphalt. Finde ich halt geil, aber du hast trotzdem durch diese Shots halt so viel Tiefe nochmal reinbekommen. Gerade auch hier dieser Shot mit diesem Rauch, diese Übergänge, wieder mega geil, ne? Songtechnisch, boah, halt wieder deeper Shit, ne? Und das ist halt so das, was ich halt meine. So, du hörst halt, was andere so erlebt haben, oder du siehst halt, okay, die haben die und die Scheiße gemacht, wollen jetzt aber vielleicht einen anderen Weg einschlagen, die wollen so besser werden, aber trotzdem eine Scheine machen, ist ja klar. Ist halt geil. Natürlich, ob es wirklich so ist eine andere Frage. In meinem Kopf ist es aber so. Bin ich ganz ehrlich, in meinem Kopf denke ich mir sowas halt dann immer, weil was bringt es dir die ganze Zeit, diese Scheiße durchzumachen? Dann willst du deinen Weg ändern, aber bleibst einfach bei den gleichen Sachen? Ja, bitte, also dann bringt's alles nichts. So, ist ja, weiß ich nicht. Hast eine toxische Freundin, versuchst alles besser zu machen, aber die Frau wird ja immer noch die gleiche bleiben. Ist genauso wie jede Angewohnheit, die du hast. Wenn du was verändern willst, dann musst du auch viele Sachen ändern. So, bumm. Deswegen ja auch verändern. Und das ist halt so dieses Ding, was ich halt so aus diesem Song jetzt raushöre. Weil du halt auf der einen Seite hörst,
was für eine Scheiße er gemacht hat, aber auch, dass er halt woanders hingehen will. Das ist halt so dieses, wie gesagt, das ist halt so das, was Carlo in meinen Kopf einfach rausholt. Und das finde ich halt sehr, sehr geil. Aber auch wieder mit einem coolen Song. Mit einem coolen Song. Aber auch da wieder, wie gesagt, es ist halt leider auch in dem Sinne irgendwo, ist dieses Rap-Ding halt nicht mehr so mein Fall. Fürs Diepe und so kommt es aber halt umso besser. So, deswegen MMM. Schon ein guter Track, schon ein guter Track. Dann kommen wir jetzt zum 6. mit Nie leicht. Bin ich auch sehr gespannt. Anscheinend ein krasseres Video, oder? Egal. Egal, wir gehen rein. Mann, die Shots, ne? Boah. Die brauchen Ohren dafür, also. Ich war jahrelang alleine, dazu Tag und Nacht verzweifelt, zu viel Last auf meinen Beinen. Ich rauchte zu viel Shit, bis meine Atemwege pfeiften. Das ist scheiße, weil ich weiß es, denn es schadet uns beiden. Ich hab dir nie zugehört, wenn du mir irgendwas gesagt hast. Nur ein Augenblick und plötzlich war schon wieder Drama wegen mir. Weil mich hat echt gar nichts interessiert. Es gab nur eine Sache, die konnte mich therapieren, ey. Unendlich lange nicht. Bro, was, wie geil ist dieses Ding? Das kommt so geil, gerade auch mit dem Video, gar keine Frage, aber das kommt so geil in den Song. Interessiert. Es gab nur eine Sache, die konnte mich therapieren, ey. Unendlich lange Nächte hatte ich keinen Schlaf. War abgeschottet in dunklen Räumen wie Einzelhaft. Shit, wie lange das noch so geht, ich hab keinen Plan. Doch irgendwie hat sich die Scheiße bei mir eingebrannt. Und wenn die Sonne untergeht, bin ich da, liege wach, denke nach, es ist spät in der Nacht, Augenringe bis zum Boden, meine Seele ist schwach, ich hoffe, das vergeht irgendwann. Und wenn die Sonne wieder untergeht, unendlich lange Nächte, es war nie leicht. Und ich bin dauernd wieder unterwegs, mein Baby, ja, ich glaube, ich komm nie heim. Diese Seelen verbittert und die Straßen sind grau, aber du bist in meinem Herzen drin, egal was kommt. An manchen Tagen will ich ein Coole Hook. Also wirklich gute Hook sogar. Ein bisschen zu hoch gegangen mit seiner Stimme. Aber einfach nur liegen bleiben, mein Kopf macht mich verrückt, das sind miese Zeiten. Auf der Schulter eine Tonne sind Schwierigkeiten, da Stimmen, die reden, mein Bruder, ich weiß nicht, was Frieden heißt. Ich sprech nur mit dem Spiegel, er kennt jede meiner Ängste, jede Lüge, jeden Kampf und jede Stimme, die mich bremste. Mir ging's überwiegend dreckig, ich war müde von den Nächten, wollten fliegen, doch die Flügel sollten brechen. Die Erinnerung grau, doch egal wie lang das noch so geht, bei Gott, ich nimm's in Kauf. Bei dir weiß ich, dass ich aufgefangen werde, ich vertrau dir, aber wenn das nur ein Traum ist, bitte weck mich nie mehr auf, ich bin gefangen im boah. Der Mann, der weiß aber auch, wann er was einfügen muss, ne? Das ist halt so auch das Geile. Boah. Das ist wieder geiler Shit, sag ich ganz ehrlich. Dieses Klarmachen und Klarwerden, dass man früher halt verdammt scheiße gelebt hat, so gesehen, ne? Käfig, ich stehe mittendrin. Fuck, ich wollte nur da raus, doch ich war bisschen blind. Und wenn die Sonne wieder sinkt hinterm Horizont, dann wird die Scheiße zu meinem 6. Sinn. Und wenn die Sonne wieder runtergeht, unendlich lange Nächte, es war nie leicht. Und ich bin dauernd wieder unterwegs. Mein Baby, ja, ich glaube, ich komm nie heim. Diese Seelen verbittert und die Straßen sind grau. Aber du bist in meinem Herzen drin, egal was kommt. Schöner Song. Es ist so crazy, wie deep Carlo mich gerade cuttet hier, ne? Also Real Talk. So. Aber auch hier wieder, ne? Es ist du kannst jeden Song wirklich anders sehen als jemand anderes vielleicht. Carlo hat vielleicht einen ganz anderen Sinn in den Song gelegt, als ich jetzt zum Beispiel habe. So, und das liegt halt ja neben Menschen, wie er halt auf das Leben gerade in diesem Moment halt sieht. Weil wahrscheinlich in 10 Jahren, wenn ich mir das anhören würde ich wahrscheinlich sogar nochmal wieder anders denken. Und vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren hätte ich auch ganz anders gedacht.
Aber es ist halt wirklich dieses Klarmachen, dass man eine Scheißzeit hat oder erlebt hat oder durchlebt hat und dass man dahin nicht mehr wieder zurück will. Auch wenn es irgendwie heißt, dass das zu Hause ist. So, grade dieses wie war das jetzt? Unendlich lange Nächte, es war nie leicht. Und ich bin dauernd wieder unterwegs. Mein Baby, ja, ich glaube, ich komm nie heim. Das. Du kannst das natürlich auf der einen Seite sehen, so von wegen, ey, ne, ich kann nicht aufhören zu stoppen, so, mein Kopf ist immer voll. So kann man es auch sehen. Aber ich versuche da irgendwie so was Positives rauszuziehen, so dieses von wegen, ich komme nie heim zu dieser Liebe oder was auch immer. Einfach, weil ich versuche, den nächsten Schritt zu gehen. Ich will immer weiter, ich will mich verbessern und. Und das ist halt so krass. Und so, das liebe ich dann wiederum an diesen Songs, ne? Du kannst die auf so vielen Arten durchleben und fühlen und ihnen gefühlt auch immer einen neuen, wie heißt es? Neuen Sinn geben. Für einen selbst halt, ne? Aber es ist ja auch wieder die Schwäche der Menschen. Wenn jemand was anderes, jemand einen Song anders sieht als man selbst, ist natürlich dann wieder alles ein bisschen komisch, ist wahrscheinlich wieder scheiße und. Aber das ist wieder eine andere Sache. Wow. Ne, also, puh. Sehr, sehr, also die Hook hat mich natürlich wieder voll abgeholt. Muss halt auch wirklich sagen, ne, am Anfang, wo er einmal da hochgeht mit seiner Stimme in der Hook, habe ich gedacht, habe ich auch gesagt. Aber jetzt beim zweiten Mal hören, und das ist ja auch oft das Ding, dann ist so dieses, boah, eigentlich hört sich das doch geil an. Deswegen manchmal denke ich mir so, hättest du mal die Fresse gehalten, aber gut. Aber wirklich wieder sehr geil. Auch sehr schöner Song, der auch wieder durch dieses Video halt so geil rüberkommt, muss ich ehrlich sagen, weil du hast so ganze Zeit immer diese Kälte halt von diesem Steg mit dem Schnee, diesem Wald. Hier dieses Spinnennetz, als würdest du dich verfangen haben. Crazy Shot eigentlich, wenn du so überlegst. Das sind Hammer-Shots. Und auch nie irgendwie so krass warm, so wie hier zum Beispiel, wo du kurz gedacht hast, boah, eigentlich sind das so diese warmen Shots, die halt dich so aufblühen lassen. Ne, es ist so dieses, alles um mich ist so grau, aber ich versuche zu leuchten. Und das ist halt so das Geile. Was man eigentlich auch als Push sehen kann, gar keine Frage. Aber trotzdem, es sind, also was, ich will jetzt nicht den Namen falsch sagen. Totem, ja, ich wollte den Visuals Totem Visuals da machen, ist crazy. Also, es ist halt perfekt für diesen Song, finde ich. So, es ist dieses Klarmachen, dass alles gerade um einen herum grau ist, aber man auch da durchleuchten kann. Solange du halt dich ändern willst. Meiner Meinung nach. Aber wirklich, Wahnsinn-Song. Geiler Song. Gerade mit dem, wie heißt es, mit dem Video. Wow. Holy shit, ey. Puh. Ich weiß gar nicht, habe ich da, also irgendwie kamen mir aber die Shots auch ein bisschen bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Ne, hatte ich noch nicht drauf reacted. Kann sein, dass ich mir das Video schon mal kurz angeschaut hatte, aber dann gerade nicht in dem Mut war. Und das ist ja auch so ein Ding, was ich ja auch jetzt natürlich das ganze Video schon öfter gesagt habe. Oder auch meine. Es ist halt dieses Feeling-Ding bei mir auf jeden Fall, bei meinen Reactions. Ich denke, man merkt das auch, dass ich immer nur auf Sachen reacte, wenn es halt gerade in dem Zeitraum oder in meine Feelingsphase halt gerade passt. So, ich meine, ich bin jetzt hier nicht und bin total down oder brauche diesen Herzschmerz oder so, aber ich fühle das jetzt gerade halt. Und es wird halt nichts bringen, wenn ich mich hier hinsetze, total gute Laune und mir diese Musik geben würde und mir denken würde, ja gut, was machst du hier eigentlich? Das ist halt so dieses Ding, glaube ich, auch, was viele Menschen halt irgendwo auch ein bisschen falsch denken haben. Musik zu hören
oder ja, sich wenn du dich gerade gut fühlst, dir irgendwas zu geben, was dich total runterholt. Lass dich doch gut fühlen. Oder im Gegensatz natürlich, dieses Aufbauen Technische ist immer gut, gar keine Frage, aber manchmal tut es halt auch gut, sich einfach mal total durchzubrechen. So, ist ein bisschen krass gesagt, aber ich denke, für unsere Generation und die nächsten Generationen ist es einfach so, dass dieses kurz hinsetzen, sich durch ein Album durchhören, total zerreißen zu lassen, zu weinen, Emotionen zu zeigen, vielleicht sogar sein eigenes Leben so zu überdenken, einfach dieses kurze Anhalten, um dann sich mit anderer Musik oder was auch immer wieder aufpushen zu lassen. Ja, wie gesagt, das ist, denke ich, so irgendwo auch so ein kleines Problem bei vielen da draußen, weil halt die Lieblingsmusik halt so zerreißend ist. So. Aber man muss ja auch dazu sagen, man braucht auch diese schöne Musik, weil klar, das Leben ist grau, das Leben ist schwer. Aber wir müssen auch weitergehen. Du musst auch weitergehen. Es bringt nichts, jeden Tag im Bett liegen zu bleiben. Es bringt nichts, sich jeden Tag die gleichen Gedanken zu machen. Natürlich ist dann alles grau und bleibt alles schwarz. Aber wenn du weitergehst, wenn du aufstehst und sagst, ey, komm, fuck it. Ich mache mir meine Gedanken darüber, okay. Aber ich will auch, dass das Leben anders wird. Dass mein Leben wieder mehr Sonne im Leben hat, ein bisschen wärmer wird und. Dafür musst du halt dir auch den Arsch aufreißen. Und ich finde, ihr merkt's halt, ne? Das holt Carlo halt nochmal jetzt gerade viel mehr aus mir nochmal raus durch solche Musik. Deswegen, Hammer. Ja, so, ihr merkt, das wird eine verdammt lange Reaction, aber habt ihr halt davon. Wenn ich auf Carlo reacten soll. So, da sind wir beim 7. Song, beim vorletzten Song. Gibt's leider kein Video. Lass es lieber sein. Na gut. Spreche hier gerade hier so einen kleinen Motivationsdingens aus. Lass es lieber sein. Danke, Carlo. Nein, gucken wir mal. Oder hören wir mal. Mann, ich glaub, ich lass es lieber sein. Mann, ich glaub, ich lass es lieber sein. Aber das könnte ich mir nie verzeihen. Wir waren am Ackern jeden Tag, ich schwör, du weißt nicht, wie das ist. Lange Nächte ohne Schlaf und zu viel Scheiße, die man frisst. Ich renn den Gipfel einmal rauf, als wär das alles hier ein Spitzensport. Abriss auf der Stage, ich hoff, dass Nono das noch mitbekommt. Ich bin am Beten für mein Bro, als wär's mein Leiblicher. Angefangen bei 0, bald bei 100, weil wir fleißig waren. Mittendrin im Drama, es hat einen bitteren Beigeschmack. Die Augen, die uns treffen, sind auch sicherlich kein Einzelfall. Ich hab so viel noch auf dem Herz, weil so vieles lief verkehrt. Mein Bruder sagt, geh raus, aber da draußen wird es ernst. Mann, ich glaub, ich lass es lieber sein. Aber das könnte ich mir nie verzeihen. Crazy, wie ein Songtitel dich einfach in eine ganz andere Richtung schicken kann, ne? Ich habe halt wirklich gedacht, jetzt kommt irgendwas, was so richtig so dich downzieht. So, ne, vielleicht herzschmerztechnisch oder was auch immer. Aber gut, ich höre Carlo, was mache ich mir vor? Es ist halt geil. Weil das ist dieses, was ich auch geil finde, ne? Du hast eine richtig geile Struktur eigentlich in der EP. Du hast dieser Anfang, du lernst Carlo so ein bisschen kennen. Dann zeigt er dir, was er so falsch gemacht hat und dass er einsieht, dass er das falsch macht und dann so dieses Motivationsding, was du hier in Lass es lieber sein halt drin hast. Ist mega geil. So, weil am Anfang dachte ich, lass es lieber sein. Ich so, oh shit, ey. Und ich mache hier so einen kleinen Push-Up. Aber Carlo haut dann auch einfach einen raus. Das finde ich geil. So, ey, zieh durch. Auch wenn es dunkel ist draußen. Geil. Von selbst, hatte Demons in meinem Head. Auf den Schultern liegen Lasten, auf der Zunge trage ich Schmerz. Mann, ich glaub, ich lass es lieber sein. Aber das könnte ich mir nie verzeihen.
Hammer. Schön gesungen. Deswegen fühlt sich alles falsch an. Mann, du kannst nichts erwarten, am Ende kommt alles anders wie geplant. Der Kopf ist voll, ich liege wach, wir kratzen an der schiefen Bahn. Mein kleiner Cousin will genauso sein, ich zeig ihm die Gefahren. Ah shit, halt mich fern von Ratten, keine Zeit für Bitches. Bin zu weit gegangen, um aufzuhören, mir fehlen nur paar Schritte. Fick auf Gossip, weil ab heute kümmere ich mich um mein Business. Alles andere kann warten, shit, wir sehen uns an der Spitze. So ist es. Mann, ey. Aber ich glaube, das ist auch so ein jugendliches Ding einfach, ne? Man gibt halt so viel Meinung auf andere, man gibt so viel Meinung da drauf, auf irgendeine Scheiße, die passiert ist oder was auch immer, anstatt einfach sich selber den Arsch aufzureißen und gar nicht so viel nach links und rechts zu gucken. Vielleicht mal nach links und rechts gucken, um zu sehen, ey, der oder die geht gerade steil, die macht das und kommt so weit in ihrem Leben. Aber oft ist es einfach immer dieser einfache Weg, ey, ich reg mich darüber auf, dass die das macht und der das macht und was auch immer, anstatt einfach zu sagen, ey, scheiß mal auf diesen ganzen Gossip-Kack, scheiß mal auf dieses Negative, ich zieh einfach mein Ding durch, fertig, Punkt, aus Ende. Ey, geiler Song. Also vieles lief verkehrt, mein Bruder sagt geh raus, aber da draußen wird es ernst. Und ich glaub, ich lass es lieber sein. Aber das könnte ich mir nie verzeihen. Ich dachte, es regelt sich von selbst. Hatte Demons in meinem Head. Auf den Schultern liegen Lasten, auf der Zunge trage ich Schmerz. Und ich glaube, ich lasse es lieber sein. Aber das könnte ich mir nie verzeihen. Aber es ist einfach so ein stockender Push, ne? Das ist einfach so ein stockender Push. Weil dieses Lass es lieber sein, ist so dieses, boah, na gut. Carlo versteht mich. Ey, beruhig dich. Carlo versteht mich. Aber eigentlich will er dir in den Arsch treten. Und zeigen, ey, du musst aufstehen und machen. Ah, ist geil. Ist geil. Aber auch, muss ich ehrlich sagen, der Anfang, da habe ich mir gedacht, Bruder, was ist das denn jetzt? Wenn du aber überlegst, ne, das ist einfach so ein Auto mit dieser Problemlampe, mit diesem Problemsound. Und wo du eigentlich sagst, ja, okay, gut, ich lasse das Auto lieber stehen. Aber machst du nicht. Und das einfach auf dein Leben. Junge, das ist. Ich denke da jetzt gerade erst drüber nach, weil ich gedacht habe, boah, eigentlich ist das voll scheiße, aber eigentlich ist das verdammt schlau. Geiler Song. Also, wie gesagt, mega stark. Auch schön ruhig und alles. Ist geil. Gerade in so einer Zeit, wo du gefühlt sowieso jedes Mal angeschrien wirst, wenn ich jemanden pushen will und so, ne, wenn man sich die ganzen Gym-TikToks und sowas anschaut und Mindset-TikToks, wo du auf einmal angeschrien wirst und dir denkst, Bruder, okay. Natürlich, oft hilft es, aber manchmal tut es auch einfach gut, wenn du da jemanden hast, der einfach ruhig mit dir redet. Und da ist Carlo halt mehr geil für. Also, geiles Teil. So, und dann kommen wir zum letzten Song, Unnormal. Boah, meine Fresse. Wieder Totem Visuals. Boah, der Shot, der ist schon wieder mega geil. Junge, wo waren die? Das ist ja voll geil. Geil. Unnormal. Let's go. Schönes Klavier. Hallo, bist du noch da? Frag dich, ob du mich siehst, jede Nacht. Das ist also das Crazy. Das finde ich halt dann so verrückt. Du hast die ganze Zeit diese Rap-Dinger und dann kommt dieses Ende und du bist so, okay, was kommt jetzt? Kommt jetzt vielleicht so eine Wandlung und was auch immer und er kommt so rein und du denkst dir, okay, da ist eine Wandlung drin so. Gib mir ein Zeichen, wie lang soll ich warten? Das alles treibt mich in den Wahnsinn. Ich hab zu viele offene Fragen. Alles zerbricht außer meine Fassaden. Aber gib mir doch nur ein Signal, bevor du gehst. Sie haben versucht, mich zu brechen, versucht, meine Fehler zu analysieren. Sie sehen die Schale und alles darum, nicht die Angst, dass er alles verliert. Ich hatte Blackouts, laufe gegen mich in einem Wettlauf. Wir waren stressed out, fielen runter zu Boden wie Herbstlaub. Ich hatte Visionen, mein Bruder, sie zerfallen alle zu Staub. Ich hab so Boah,
Junge, da sind Effekte bei. Wow! Fragen, wo bist du, sag, wann geht es endlich bergauf? Gedacht, du bist aber egal, was ich brauch. Fühl mich auch verlassen, die Tage sind grau. Ich hab mich verlaufen da draußen, ich brauch eine Pause, hab meinen ganzen Atem verbraucht. Sag, bist du noch an meiner Seite? Ohne dich bin ich am Zweifeln, das schon eine ganze Weile. Wow. Hab das Gefühl, du bist nicht der gleiche. Mann, ich fühl mich alleine. Ja. Warte mal, das muss ich nochmal. Aber es ist halt aber auch schwierig, so einen Song da am Ende zu machen, sag ich ganz ehrlich. Einfach weil diese Stimme halt sich anders anhört, ne? Weil da halt so ein Filter drauf ist. Ich meine, ich find's cool, aber wenn du die ganzen 7, wir haben jetzt nur 6 Songs gehört, davor erst, denkst du dir so, oh, okay, eigentlich ist das so ein ganz anderer Carlo. Ich bin nicht am Zweifeln, das schon eine ganze Weile. Hab das Gefühl, du bist nicht der gleiche. Mann, ich fühl mich alleine. Ja. Hallo, bist du noch da? Frag dich, ob du mich siehst jede Nacht. Mein Weg bis hier war unnormal, unnormal. Hallo, bist du noch da? Oh, geiler Track, ey. Du mich siehst jede Nacht. Mein Weg bis hier war unnormal, unnormal. Boah, ich sag ganz ehrlich, ne, die Hook gibt einen so viel irgendwie. Weil du. Wieder Ansichtssache. Und du kannst halt das so sehen, von wegen, ey, er spricht mit seinem Spiegelbild. So, ne, von wegen, ich habe mich verändert, oder du hast dich verändert. Ja, wenn du jetzt ins Spiegel guckst, du hast dich verändert. Ist halt geil. Ist halt so geil. Oder du siehst das halt nochmal anders. Oder vielleicht ist es ganz anders gemeint, aber ne, ich sehe halt die zwei Dinger. Oder er redet halt mit seinen inneren Dämonen so. So von wegen, ey, ich weiß, der Weg war hart. Boah, was ist denn jetzt los? Ich weiß, der Weg war hart, aber siehst du mich immer noch? Siehst du, wie ich den ganzen Shit, den du mir auferlegt hast, zerrissen habe und einfach weitergehe? Wie du mich nicht runterkriegst, sondern ich nach oben gehe? Geil. Gib mir ein Zeichen, wie lang soll ich warten? Das alles treibt mich in den Wahnsinn. Ich hab zu viele offene Fragen. Alles zerbricht außer meiner Fassade. Aber gib mir doch nur ein Signal, bevor du gehst. Ja gut, ne, ich denke halt, man merkt halt, ich denke halt sehr positiv, ne? Weil dieses Fassade verbricht, kannst du natürlich auch sehen, ne, von wegen in meiner Ansichtswelt jetzt, sag ich mal so, okay, die ganze Fassade verbricht, man denkt, man fällt, obwohl man eigentlich den ganzen Scheiß abschüttelt, diesen ganzen schwarzen Dreck, sag ich mal, gefühlt, ne, diese Dreck, Rost, was auch ein Scheiß, einfach abschüttelt und dann nach vorne geht. Das könnte man auch darunter verstehen. Natürlich ist es wahrscheinlich ganz anders gemeint, aber das meine ich ja mit, du kannst halt ganz andere Ansichten haben. Aber wow, also ich sag ganz ehrlich, der Song, der hat mich richtig abgeholt, weil der so schön gesungen ist und mir persönlich halt viel gibt. Gerade mit diesen coolen Shots. Okay, süße Debütalbum. Für mich ist es eher eine EP, aber Mann, ich glaub, ich lass es lieber. haben wir gerade noch gehört. Juhu. Ne, aber videotechnisch wieder, ey, 10 von 10. So schöne, coole Shots. Das ist krass gemacht. Ey, Wahnsinn. Also, ey, wo ist das? Da muss ich mal hin. Das sieht verdammt schön aus. Auch wenn das Gräber sind wahrscheinlich, wenn ich es richtig sehe, aber, ne? Gut. Song, wie gesagt, für mich bin ich sogar der Beste. Würde ich jetzt sagen. Muss man eben in Changes reinhören. Sind eingesperrt im Elend, aber geben Gas. Oh, das ist der. Ja, ne, ich will trotzdem unnormal. Boah, doch, unnormal. Einfach jetzt, ne, wenn ich die ganze EP vor mir habe, will ich jetzt direkt danach sagen, unnormal ist für mich der Lieblingssong. Einfach weil der so dieses Push-Dingens hat. Natürlich ist es auch wieder Ansichtssache.
Ich weiß, ich sage es verdammt oft, aber ich will es einfach nur, dass das jeder klar versteht. Aber der gibt mir irgendwie am meisten. So, die anderen Songs sind auch alle gut und auch schön, so wie man das halt sehen kann. Und erzählen natürlich ihre Geschichte. Deswegen alles sehr, sehr geile Songs, aber dieses Unnormal gibt mir gerade auch nach dieser EP, gerade auch nach diesen ganzen Songs, finde ich, gibt der einen so viel, dass du nur sagen kannst, ey, Unnormal ist mit einer der besten Songs. Meiner Meinung nach. Weil macht einfach Spaß zu hören. Ne? Du hast die ganze Zeit dieses, ey, du wirst aufgeschnitten, aber auch gleichzeitig ist es ja dieses Wachrütteln. Ja, doch, dieses Wachrütteln. Und dann kommst du mit Unnormal, kommt auf einmal Unnormal rein und gibt dir irgendwie so einen Push. Deswegen, mega geil. Natürlich hast du das mit Nie leicht und lass es lieber. Geht's auch schon in die Richtung, aber Unnormal ist unnormal. Deswegen, für mich auf jeden Fall der Top-Song, danach Changes und dann, ja, ich glaube, da würde ich alle sogar auf 3 setzen, weil die alle so eine geile Message haben, aber auch alle einen coolen Sound. Auch wenn es jetzt nicht mehr alles mein ganzer Fall ist. Aber ich muss ehrlich sagen, das als Debütalbum kannst du so verkaufen. Kannst fertig machen, kannst abschicken. Ne, aber Real Talk, das ist halt wirklich ein gutes Ding. Zeigt halt Carlos Werdegang, finde ich auch so. Ne, du siehst halt, okay, das ist ein Newcomer, was er erlebt hat, was er machen will, wo die Reise hingeht. Der Sound weißt du noch nicht gefühlt, weil, ne, du hast diese ganze Rap-Songs, dann hast du ein bisschen unterstrichen mit ein bisschen melodischen Gesang, dann hast du gesungene Hooks, dann in Unnormal ist es alles irgendwie so in die gesungene Richtung. Du weißt halt nicht, wo es hingeht. Und das ist halt auch irgendwie das Coole. Carlo lässt da so die Türen offen, einfach weil du auch merkst, okay, der Mann, ne, der will sich nur austesten und er weiß, dass er beides kann. So. Deswegen, da bin ich noch sehr gespannt, was da noch alles so passieren wird. Aber ich finde es halt, dieser Aufbau und alles so, gibt mir so das Gefühl, als würde Carlo sagen, ey, ich habe die ganze Scheiße erlebt, ich mache jetzt Musik und nicht nur Musik, damit jeder sieht, wie scheiße es mir gegangen ist und so. Weil das ist ja auch bei ein paar Künstlern da draußen, ne, wo es nur darum geht und daraus dann Geld zu machen, sondern es geht wirklich darum, ey, das ist meine Geschichte. Ich habe gemerkt, dass es scheiße ist. Ich gehe jetzt woanders hin. Oder ich verändere mich. Ich gehe meinen Weg und bumm, besser, ne, um besser zu werden. Und das ist halt so dieses Ding, glaube ich, was auch viele Hörer noch abholen wird in Zukunft. Also hoffe ich natürlich auch für Carlo. Dass du dich halt da reinversetzen kannst. Wie gesagt, ich habe das auch alles nie so in diese Richtung erlebt, wie Carlo das alles beschrieben hat und sowas. Aber einfach sind wir trotzdem, wir Menschen sind ja alle, durchlaufen gefühlt ja alle so diese ähnlichen Phasen des Lebens. Und dann jemanden zu haben wie Carlo, der dich dann da mit seiner Musik so ein bisschen durchleitet und dich ein bisschen unterstützt und pusht, ist das Geilste überhaupt. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Carlo da noch ordentlich was vor sich hat. Bin ich sehr gespannt, was dieser Weg da zeigen wird. Ich denke, damit mit Carlitos Way hat er auf jeden Fall einen guten Weg oder einen guten Anfang gesetzt. Guten Startpunkt nochmal. Weil man sagt ja immer, ne, Debütalbum und so, ne, ist ja immer so ein Startpunkt, auch wenn davor schon Songs raus waren. Aber ich denke, Carlo hat da schon gut seinen Weg beschrieben, auch wenn der Weg noch viele offene Enden hat, ne? Das ist ja halt immer so das Geile. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Und da werden wir uns dann auch in Zukunft wahrscheinlich dann wiedersehen. Und dann könnt ihr mir gerne drunter schreiben, wie ihr das seht, wie ihr das Album auch angenommen habt, was ihr so denkt. Vielleicht ist meine vielleicht auch zu positiv, kann ja auch sein. Würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Reactions wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Carlo, dass du mich auch nochmal dran erinnert hast, bin ich ganz ehrlich. Sehr, sehr geiles Teil. Und
Und ich bin gespannt auf deinen Weg noch. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wahrscheinlich wieder. Und bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.